Herzlich willkommen zum neuen Video von BBT. Es geht sofort los, sobald Marco einen Stuhl gefunden hat. Was sein? Okay, heute werden wir euch ein paar Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Und wir werden gemeinsam auf unser Urbex-Jahr 2018 zurückblicken und nochmal ein paar unserer besten Abenteuer zusammenfassen. Okay, also zuerst mal möchten wir euch erklären, warum wir dieses Video hier auf Deutsch machen. Normalerweise sind unsere Videos in Englisch, wie ihr wisst. Wir haben uns aber gedacht, wenn wir so frei sprechen und euch Fragen beantworten, dann machen wir das ganz einfach in unserer Muttersprache. Ja, und sonst, wenn wir unterwegs sind auf Touren, reden wir ja auch immer Deutsch. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr einfach die Untertitel anschalten. Wir haben schon immer englische Untertitel in allen unseren Videos, auch in den alten. Es geht ja ganz einfach hier auf YouTube. Ihr wisst, da gibt es dieses kleine Zahnrad unten für die Einstellungen, darüber findet ihr die Option und dann könnt ihr auch schon englische Untertitel einstellen. Okay, erstmal zu unserer Person. Ich heiße Till, bin 24 Jahre alt und komme aus Dresden. Ja, und falls ihr es noch nicht wisst, ich heiße Marco, ich bin auch 24 und ja, ich wohne derzeit in Berlin. Gut, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Die kam von... Aus der Community, zum einen auf YouTube von Esil, aber auch Sandy, großer Fan von uns, hat auch eine ähnliche Frage gestellt. Beide wollten wissen, ob wir irgendwas gearbeitet haben oder studiert haben, was uns irgendwie geholfen hat bei unseren Dokus oder generell beim Urbexen. Okay, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mal Kameramann werden wollte. Ich habe auch schon von meinem Vater früher so ein bisschen die Fotografie beigebracht bekommen und habe am Filmset mitgearbeitet, habe verschiedene Praktika beim Fernsehsender gemacht und so weiter. Habe dann letztendlich aber beschlossen, dass es ein Hobby bleibt und bin jetzt Ingenieur oder stehe kurz vorm Abschluss meines Ingenieurstudiums. Und da kann man sagen, dass ich später damit zu tun haben werde, so Altstandorte zu sanieren. Und das ist ja im entferntesten eigentlich auch Urbex, kann man sagen. Ja, und bei mir ist es anfangs ähnlich wie Till gelaufen. Also ich hatte auch schon in der Kindheit eine Affinität zu Film, zur Kamera. Ich habe auch Praktika gemacht beim Regionalfernsehen, habe dann auch in Leipzig in Deutschland Fernsehproduktion studiert in Richtung Fernsehkamera. Habe dann parallel dazu 4 Jahre lang bei einem Regionalfernsehsender gearbeitet. Und Anfang des Jahres habe ich mein Studium abgeschlossen und bin nach Berlin gezogen und arbeite dort jetzt im Marketingteam bei einem Startup. Ja, gefühlt jede zweite Frage, die wir bekommen haben, hat sich darum gedreht, wie haben wir angefangen mit Urbex und was war überhaupt unsere erste Location? Unsere erste Location war dieses Bürogebäude im Industriegebiet unserer Stadt. Damals waren wir noch recht jung und sind eigentlich nur eingestiegen, weil es irgendwie aufregend war. Daran hat sich auch bis heute nicht viel geändert, abgesehen von dem Fakt, dass wir heute auch noch die Geschichte hinter dem Ort erfahren wollen und dass wir auch die Ästhetik in diesem Verfall sehen. Und das zieht uns halt ziemlich an. Und dass wir mittlerweile 2000 Kilometer fahren, um solche Orte zu besuchen. Von unserer ersten Location müssen wir auch noch ein Video haben. Auf jeden Fall noch ein Video, ja. Das können wir euch ja mal zeigen. Ja, aber warum haben wir dann überhaupt weiter Lost Places erkundet? Also es hat uns irgendwie sofort in den Bann gezogen, aber man muss dazu sagen, damals kannten wir die Begriffe Lost Places oder Urbex, Urban Exploration noch gar nicht. Das war auch vor 6 Jahren, 2012. Da war die Community, glaube ich, auch noch gar nicht so groß. Es gab kaum Urbex-Videos auf YouTube und wenn, dann waren das meistens solche Foto-Slideshows, gibt es heute eigentlich auch gar nicht mehr, zum Glück. Wir haben dann in den kommenden Monaten nach der ersten Erkundung uns ein bisschen weiter damit beschäftigt, haben weiter Lost Places in unserer Umgebung gesucht, gefunden und erkundet, sind über den Begriff Urban Exploration gestolpert, fanden das ziemlich faszinierend und ja, kurz danach ist auch unser erstes richtiges Video entstanden und da zeigen wir uns auch noch mal einen kurzen Ausschnitt. In your
Esil hat uns noch eine andere Frage gestellt, nämlich, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Waren wir schon Freunde vorher oder hat uns erst das Urbexen zusammengebracht? Also Marco und ich kennen uns schon seit der Schulzeit. Wir waren damals Klassenkameraden und wir haben festgestellt, dass wir beide eine Leidenschaft fürs Film haben und fürs Fotografieren. Haben früher mit einem ganz alten YouTube-Kanal Kurzfilme produziert. Und das Video, was ihr gerade gesehen habt, sollte auch ursprünglich mal ein Graffiti-Film werden. Also wir wussten, dass es da dieses Lederwerk gibt und dass da gute Graffitis drin sind, deswegen waren wir da. Und darüber haben wir eben angefangen, Urbex-Videos zu produzieren. Das hat sich fortgeführt und letztendlich ist dann daraus das entstanden, was heute BWT ist. Man kann also sagen, dass wir beide quasi der Kern von BWT sind. Man muss aber auch sagen, dass die BWT-Crew einfach, ohne die Jungs wäre BWT nicht, was es heute ist. Und deswegen nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Und falls es euch interessiert, vielleicht zeigen wir jetzt mal ein paar Ausschnitte von alten Videos, die wir damals gemacht haben. Das ist gut. Ich werde euch jetzt nochmal alle Crewmitglieder ganz kurz vorstellen. Till und mich kennt ihr bereits. Wir sind aber aktuell 7 Leute. Also es gibt noch 5 andere. Zum einen Felix. Er war bei allen ersten Erkundungen immer mit dabei. Auch in den kommenden Jahren danach. Aktuell fehlt es uns leider immer so ein bisschen an Zeit, um gemeinsam auf Tour zu gehen. Aber er ist trotzdem noch ein fester Bestandteil der Crew. Dann gibt es noch Cornelius. Er begleitet uns seit Anfang 2017. Sehr oft auch als Fahrer. Wir haben ihn damals auf unsere erste große Urbex-Reise mitgenommen, nach Luxemburg, Belgien, Frankreich. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte er noch gar keine Urbex-Erfahrung. Er hat sich direkt mit ins Abenteuer gestürzt, er war sofort Feuer und Flamme, genau wie wir damals. Und da wussten wir, er passt perfekt rein in die Crew. Martin ist unser Grafiker, er ist leider kaum mit auf Tour, aber er arbeitet im Hintergrund und ist extrem wichtig für unsere Videos und generell alles, was wir machen, weil er hat das Logo designt, er hat das Merch entworfen, er hat die Karte von Wastelands Operations gestaltet, er hat darauf geachtet, dass der Urbex-Kalender, den wir jetzt rausgebracht haben, so gut aussieht, wie er aussieht und. Ja, von Franz gibt es leider kein Video, sondern nur dieses Foto, wie er unser Merch trägt. Er ist nie mit uns auf Tour leider, aber er arbeitet auch im Hintergrund, er hat tiefe Einblicke in Jura, gibt uns also rechtliche Tipps zum einen, aber er hat auch ein ziemliches Englischwissen und liest immer Lektorat, wenn wir die Texte geschrieben haben und achtet auch darauf, dass die Texte immer alle richtig sind. Felix, Cornelius, Martin, Franz, Till und ich, wir kennen uns alle aus der Schulzeit, sind schon ziemlich lange befreundet. Aber unser neuestes Mitglied haben wir erst in diesem Jahr kennengelernt, nämlich Tobi. Er war unser Guide auf dem Italien-Roadtrip und die Zeit hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir ihn einladen mussten in unsere Crew. Und seitdem versuchen wir einfach regelmäßig gemeinsam was mit ihm zu starten. Nächste Frage, die wurde uns auf YouTube gestellt von Justin. Er hat uns gefragt, wovon wir abhängig machen, zu was für eine Location wir reisen, ob es wert ist, erkundet zu werden. Haben wir irgendwelche Infos von Locals zum aktuellen Stand oder nehmen wir einfach das Risiko in Kauf, dass die eventuell sogar zu ist? Das ist wirklich eine gute Frage, denn das hat sich über die Zeit sehr verändert. Als wir angefangen haben mit Urbexen, war es sehr schwierig, was über die Locations und vor allem den aktuellen Stand der Location herauszufinden. Wir waren im Dezember 2015 mal in Tschechien unterwegs und hatten nur Pech. Die Tour nennen wir heute noch Tour de Fail, weil wir 3 oder 4 Tage, glaube ich, unterwegs waren und so gut wie jede Location entweder abgerissen war oder zugeschlossen und wir nicht reingekommen sind. Heute sieht das schon um einiges besser aus. Wir haben eine sehr starke Community, die hinter uns steht. Wir stehen im Kontakt mit Urbexern aus aller Welt. Wir können quasi
schon vorher ermitteln, wie ist der Stand der Location, kommen wir noch rein, lohnt es sich überhaupt noch, die Location zu besuchen. Und das hilft uns unglaublich, effektive und spannende Trips zu machen. Es ist ein Trauerspiel, das sich vor den Augen unserer jungen Helden erstreckte. Auf der Suche nach Lost Places und ruhmreichen Erkundungstouren fanden sie nur Schutthaufen. So eine Scheiße. Dein Statement dazu bitte? Nee. Dein Statement dazu? Nee. Gut, die nächste Frage kam auf Instagram von Julia Anna-Sophia und sie hat uns gefragt, wie wir diese ganzen tollen Orte überhaupt finden. Ja, das werden wir tatsächlich sehr oft gefragt, aber ich will das einfach mal ganz kurz machen, weil wir haben schon ein sehr ausführliches Video dazu gemacht. Wir haben einen Videoguide, in dem man komplett alles über Urbex lernt. Wir teilen da fast unser gesamtes Wissen mit euch. Also wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, dann let's go. Es wird jetzt oben eingeblendet, der Link zum Video. Und das ist eine Dreiviertelstunde lang und fast die Hälfte des Videos geht es darum, wie man Lost Places findet. Das ist sehr ausführlich, also let's go. Julia Anne-Sophie hat uns noch eine Anschlussfrage gestellt. Ich weiß leider nicht, was jetzt dein Vorname ist davon. Sie hat gefragt, wer bei uns die Fotos macht. Da muss man sagen, das machen wir auch selbst. Marco und ich legen allerdings unseren Fokus eher auf die Videoaufnahmen, machen aber nebenbei immer noch, das bietet sich ja an, die Fotos, bearbeiten die dann auch anschließend. Ansonsten muss man sagen, dass Toby, der auch Teil der Crews, gar nicht filmt und er legt seinen Fokus wirklich komplett auf die Bilder und das sieht man auch. Wenn wir mit Toby unterwegs sind, dann verwenden wir auch ganz oft seine Fotos mit in unseren Videos. Wir finden die echt gut und er ist ja Bestandteil der Crew. Ja, wenn ihr wollt, ihr könnt euch die auch mal anschauen auf seinem Instagram-Profil und ja, ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Und man kann auch sagen, wem unsere Fotos gefallen, der kann die alle abrufen auf Google Drive, denn wenn man uns bei Patreon schon mit $1 unterstützt, hat man Zugriff auf den gesamten Ordner und sieht wirklich alle Fotos, die wir je gemacht haben. Ja, und $1 im Monat ist jetzt auch nicht so viel, vielleicht verkraftbar, aber für uns auf jeden Fall schon ziemlicher Motivationsboost auf jeden Fall, aber hilft uns auch zum Beispiel, die Spritkosten zu bezahlen. Die nächste Frage kommt von Baylor, die unterstützt uns auch schon sehr lange, vielen Dank dafür. Und sie fragt, wie haben wir gelernt, so gut Englisch zu sprechen? Ja, da kann ich sagen, wir haben in der Schulzeit 10 Jahre lang, glaube ich, Englisch gelernt. Till ist viel im Ausland unterwegs. Ich schaue gerne US-Filme, US-Serien, dann auch im Originalton. Und ja, wir machen unsere Videos ja auch schon sehr lange auf Englisch. Und je länger man das macht, desto besser wird man. Ja, eine andere Frage, die wir oft gestellt bekommen, ist, ob wir schon mal Ärger bekommen haben wegen unserer Videos. Ja, dazu könnte ich eine ganze Weile erzählen, aber das machen wir jetzt mal ein bisschen kürzer. Es wird nämlich langsam echt kalt hier. Wegen unseren Videos explizit noch nie. Wir wurden schon ein paar Mal aufgegriffen von Polizei und Security. Wir sind uns bewusst, dass das, was wir machen, illegal ist und gefährlich ist an manchen Stellen. Man muss aber sagen, dass die Polizei und die Security in den meisten Fällen sehr entspannt reagiert, wenn sie sehen, dass wir nichts besprühen, nichts stehlen, nichts kaputt machen, sondern einfach nur den Ort und die Geschichte dokumentieren. Von daher kann man sagen, man sollte es definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wirklich ernsthafte Konsequenzen gab es noch nie. Gut, nächster Punkt ist Technik. Ja, okay, eigentlich eine Frage, die so gut wie unter jedem Video gestellt wird. Was ist unser technisches Equipment? Ja, die Frage kommt, denke ich, weil unsere Videos doch recht gut aussehen. Die Sache ist nur, wir sind mit Standardtechnik unterwegs in der Regel. Wir haben angefangen mit Einsteiger-DSLRs. Till ist jetzt immer noch mit so einer Kamera unterwegs. Ich bin jetzt meistens mit der Panasonic GH5 unterwegs, mit der wird jetzt auch gerade gefilmt. Deswegen kann man auch einen Qualitätsunterschied zu unseren älteren Videos feststellen. Aber viel wichtiger als eine starke Kamera ist, was für Motive man aufzeichnet, was für Perspektiven und wie man das Ganze dann am Ende auch zusammenschneidet. Und da braucht man auch keine besonders gute High-End-Kamera. An der Stelle möchte ich dann auch noch mal auf unseren Guide How to Urbex verweisen, denn dort gehen wir im letzten Kapitel auch noch mal ganz genau darauf ein, wie man Lost Places am besten mit der Kamera festhalten kann. Da geben wir Tipps und Tricks. Einfach noch mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lohnt sich auf jeden Fall.
Die nächste Frage wurde uns auch auf YouTube gestellt und zwar von DFS3660. Ja, was ist deine Lieblingsentdeckung? Da würde ich sagen, das beschränken wir auf dieses Jahr. Meine Lieblingslocation dieses Jahr waren definitiv die beiden NATO-Stützpunkte in Italien. Die waren im Gebirge gelegen und ich muss sagen, sowas wie dort habe ich einfach noch nie erlebt. Ich bin ein ziemlicher Outdoor-Mensch und da war quasi die Schönheit der italienischen Landschaft verbunden mit dem Urbex. Also für mich war es wirklich was ziemlich Besonderes und mit keiner anderen Location bisher vergleichbar. Deswegen definitiv mein Favorit 2018. Ja, möchte ich gleich ansetzen. Mein Favorit war auch in Italien und zwar das Manicomio di A, meine sehr bekannte alte Psychiatrie. Vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich die Adresse rausgefunden und seitdem habe ich geträumt, da eines Tages mal hinzukommen. Dieses Jahr war es dann endlich soweit, auf unserem Trip gemeinsam mit Tobi und The Proper People. Als ich dann dort war, war ich einfach überwältigt von der Architektur, von der Atmosphäre vor allem, aber auch von der düsteren Geschichte. Die nächste Frage wurde uns auch auf YouTube gestellt von Jay Poe. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Was ist das beste Land für Urbex, das wir bisher erkundet haben? Das ist schwierig, da sich die Locations eben sehr unterscheiden, je nachdem welches Land man bereist. Das Ganze hat meistens mit der Geschichte des Landes zu tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ostdeutschland betrachten, dann haben wir ja sehr viele Industriebrachen aufgrund der Wende. Als wir in Belgien und Luxemburg waren, haben wir sehr viele Bauernhäuser, also Privathäuser quasi, die übers Land verteilt waren, erkundet. Sowas gibt es in Deutschland wenig. In Italien hat das Basaglia-Gesetz zum Beispiel dafür gesorgt, dass Psychiatrien und Nervenheilanstalten übers ganze Land geschlossen wurden. Man findet die wirklich überall und das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land so sehr wie in Italien. Ist also wirklich eine schwierig zu beantwortende Frage, welches Land jetzt explizit das beste Urbex-Land ist. Ich würde sagen, Italien dieses Jahr war unser bester Trip. Aber ob das wirklich am Land liegt, das will ich so nicht sagen. Gut, was haben wir noch? Nächste Frage von Marcelito Reschinski. Der macht übrigens auch Urbex-Videos, haben wir gesehen. Wird es noch mehr Urbex-Videos aus der Slowakei geben oder war das Militärkrankenhaus der einzige Ort, den ihr dort besucht habt? Ja, im Sommer 2017 waren wir in der Slowakei, haben das Militärkrankenhaus erkundet, gefilmt. Das Video kam kurz danach online. Nur war das wirklich der einzige Spot, den wir erkundet haben. Wir waren nämlich nur für einen Tag im Land. Aber kurz nachdem das Video online gegangen ist, haben wir Anfragen bekommen von Locals. Menschen aus der Slowakei haben uns angeschrieben, Fans, und sie haben uns eingeladen, wieder zu ihnen zu kommen ins Land, weil sie einfach noch mehr coole Spots haben, die sie uns gerne zeigen möchten, was ziemlich nice ist. Problem ist nur, die Slowakei ist recht weit weg, da können wir nicht mal so eben hin. Ist auch aktuell kein Trip geplant, aber ich bin mir sicher, wir kommen noch mal in die Slowakei. Unsere amerikanischen Zuschauer wollen oft wissen, ob wir auch mal in ihr Land reisen, um dort zu erkunden. Dabei müssen wir sagen, USA super gern. Wir haben ja mittlerweile auch Kontakte in die USA. Grüße an die Proper People hierbei. Nur ist es einfach für so eine große Reise fehlt uns momentan echt noch die Zeit und das Geld. Deswegen wird das wohl eher ein Plan für die Zukunft bleiben, aber wir haben es definitiv auf der Liste. Matthew James möchte von uns wissen, ob wir geplant haben, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten oder auch mal auf Tour zu gehen. Also es gibt echt viele spannende und coole Entdecker da draußen, mit denen wir gerne mal was unternehmen würden. Mit vielen stehen wir auch schon in engen Kontakt und Austausch. Das Problem ist ganz einfach die Zeit. Da Till und ich ziemlich weit auseinander wohnen, ist es immer schwer, einen guten Zeitpunkt zu finden, in dem wir beide Zeit haben, um gemeinsam auf Tour zu gehen. Und wenn wir schon das Problem haben, wie ist es dann erst, wenn noch andere Leute dazustoßen? Und deswegen mussten wir auch schon viele Leute vertrösten. Wir gehen aktuell nur etwa einmal im Monat auf Tour, einfach weil uns die Zeit fehlt. Aber das wird bestimmt nicht immer so sein und dann können wir auch mal mit anderen Leuten was Größeres starten. Matthew James hat eine Frage nach der anderen rausgeballert. Jetzt will er wissen, ob wir daran glauben, dass es an Orten spukt, beziehungsweise will er wissen, ob wir schon mal Paranormales gesehen oder erlebt haben. Oh, Geister. Also unbehaglich haben wir uns in verlassenen Orten schon öfter gefühlt, definitiv. Am Anfang noch um einiges häufiger als jetzt. Jetzt sind wir, ja, man kann sagen, ein bisschen dran gewöhnt. Ja. Paranormale Sachen haben wir noch nie erlebt. Alles, was wir gesehen und gehört haben, was in irgendeiner Form seltsam war, hat sich dann anschließend
logisch begründet. Es war der Wind oder Wasser, was getropft hat. Einmal waren wir in einem Bunker, da haben die Wände total grün geglüht und dann später haben wir festgestellt, dass es einfach nur fluoreszierende Farbe war, die wir angeleuchtet haben und die dann quasi aktiviert wurde dadurch. Von daher für uns ein schwieriges Thema. Wir lesen oft Kommentare bezüglich Orbs, wo wir, ja genau, wir sind der Meinung, dass das Staub. Ja, also das ist Staub, Ja, keine Orbs. quasi keine Geisterfans. Aber wir haben uns überlegt, dass wir unglaublich gern mal mit Geisterjägern unterwegs wären und vielleicht kann man sich dabei ja sogar vom Gegenteil überzeugen lassen. Okay, stellen wir die nächste Frage. Das ist die letzte Frage von Matthew und er möchte gern wissen, was wir am liebsten erkunden. Ja, also Krankenhäuser, Schlösser, Militäreinrichtungen, hat alles seinen besonderen Reiz. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, Industrie ist so das Geiste für uns. Das ist einfach was, das sieht man nicht alle Tage. Ich erinnere nur an den Schaufelradbagger. Wann sieht man sowas schon mal? Und dann die Ausmaße von alten Fabriken, das ist auch oft einfach überwältigend. Neulich waren wir in einem verlassenen Stahlwerk, aber schaut einfach mal selbst. Vorletzte Frage. Grace J. möchte wissen, ob wir drüber nachdenken, auch mal Stahlkappenschuhe zu tragen, wenn wir erkunden. Man muss hierbei sagen, das ist definitiv eine gute Idee an sich, denn in solchen verlassenen Orten gibt es eine ganze Menge Sachen, in die man besser nicht reintritt. Rostige Nägel, scharfe Metallkanten, ist alles sehr unangenehm. Wir persönlich tragen keine, einfach weil wir keine besitzen. Wir nehmen unsere Wanderschuhe und es ist auf jeden Fall ratsam, festes Schuhwerk zu tragen. Wir gehen auch nochmal auf diese ganzen Sicherheitshinweise in unserem Guide How to Urbex ein. An der Stelle könnt ihr dort nochmal reinschauen. Also Stahlkappenschuhe an sich eine gute Idee, aber wir haben leider keine. Zum Abschluss unseres Fragen- und Antworten-Videos wollen wir jetzt noch ein sehr, sehr philosophisches Thema behandeln. Green Engineer hat uns auf YouTube Folgendes geschrieben. Ich denke, es ist offensichtlich, ihr habt gelernt, dass alles irgendwann verfällt, auch wir. Ist das Ende? Was ist der Sinn des Lebens? Was wird nach dem Tod passieren, Till? Also, sehr umfangreiches Thema. Also ich denke, da könnte man mehr als 2 Minuten drüber sprechen. Wenn du mich fragst, dann ist die Menschheit zum Scheitern verurteilt. Das sehen wir im kleineren Maßstab an diesen verlassenen Orten und das sehen wir im größeren Maßstab, wenn wir uns anschauen, was auf der Welt passiert. Wir haben quasi die Lösungsansätze, wie wir die Welt zu einer besseren machen könnten, auf dem Tisch. Es gibt aber immer irgendwas, was uns daran hindert, diese umzusetzen. Das ist in den meisten Fällen das Geld. Und solange der Mensch vom Charakter her so ist, wie er ist, nämlich egoistisch und gierig, wird sich das nicht ändern. Und das ist schon recht hart zu sagen als jemand, der Umweltingenieur studiert, denn ich beschäftige mich ja eigentlich damit, die Welt zu einer besseren zu machen, was die Umweltprobleme angeht. Aber ja, diesbezüglich sehe ich da keine Hoffnung. Das finde ich aber auch nicht so schlimm, da die Menschheit eben ein sehr temporäres oder eine sehr temporäre Bevölkerung unseres Planeten ist. Eine ganze Menge Tierarten sind ausgestorben und am Ende sind wir eben diese Art, die ausstirbt. Was allerdings nach dem Tod kommt, das kann ich dir nicht sagen. Ich sehe das Ganze sehr, sehr logisch. An Himmel und Hölle glaube ich nicht oder an irgendwas anderes, was es danach gibt. Ich sehe uns eher als Biomasse, die anschließend wieder in einen Kreislauf eingebunden wird und quasi zur Basis neuen Lebens wird, wenn sie stirbt. Ja, wie gesagt, ein Thema, über das man sich wirklich sehr lang unterhalten kann. Wir können da auch gerne mal drüber schreiben, wenn du Lust hast, dich da noch länger drüber zu unterhalten. Marco, was sagst du zu der ganzen Sache? Ja, ich denke, ich würde jetzt einfach nur mal kurz zusammenfassen. Jedes Ende ist auch wieder ein Anfang für irgendwas Neues. Und das sehen wir auch jedes Mal, wenn wir in einem Lost Place unterwegs sind. Auch wenn es ganz traurig aussieht, sehr verfallen. Aber irgendwo kommt die Natur immer wieder und erobert sich den Ort zurück. Also ich denke, Hoffnung gibt's immer.
Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Es ist richtig kalt geworden, es ist richtig düster. Deswegen kommen wir schnell zum Schluss, damit wir endlich nach Hause können. Wenn ihr noch mehr Fragen habt für noch ein weiteres Q&A, dann ab in die Kommentare damit und dann bringen wir im nächsten Jahr bestimmt ein weiteres Video. Auf jeden Fall. Konkrete Pläne für 2019 werden wir euch noch nicht verraten. Schaut einfach wieder in unseren Kanal rein. Mit Anbeginn des neuen Jahres geht es weiter mit der Italien-Serie. Das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und ansonsten würde ich sagen, freut euch einfach auf 2019. Ja, und jetzt könnt ihr euch noch auf die besten Aufnahmen aus diesem Jahr freuen. Wir sehen uns 2019. Keep exploring. Ab nach Hause! Es ist so kalt.